Der Zut 100 feierte im Juni 2025 seine Premiere. Er ist der erste große 100-Meilen-Lauf in Deutschland. Die Strecke umrundet das Zugspitzmassiv wie der Zut Ultra Trail und führt dann auf eine neue 60 Kilometer Schleife um die Mieminger Hauptkette. Das Konzept folgt dem Vorbild des UTMB, bei dem ein berühmtes Bergmassiv auf den Spuren eines bekannten Wanderweges umrundet wird. Start und Ziel liegen in Garmisch. Von dort geht es zum Eibsee und dann über die Gamsalm zur kleinen Pestkapelle oberhalb von Ehrwald. Hier beginnt der Aufstieg zum höchsten Punkt auf 2190 Meter über Feldernjöchel und Kotbachsattel. Bei Kilometer 44,6 erreicht man die Hämmermoosalm, wo die neue Schleife beginnt. Bis hierhin läuft alles in der Nacht. Erst beim nächsten Aufstieg geht die Sonne auf. Der Anstieg zur Niederen Munde ist hart. Von dort geht es über das Lehnberghaus Richtung Arzkasten, dann durch das raue Tal zum Marienbergjoch, dem nächsten harten Anstieg. Weiter durch das Branntweintal nach Biberwihr. Von dort führen Forstwege um die Sonnenspitze bis zum härtesten Aufstieg über den Immensteig. Hier ist Helmpflicht. Über Forstwege geht es zurück zur Hämmermoosalm. Der neue Streckenabschnitt ist hart mit fordernden Anstiegen. Von der Hämmermoosalm folgt man wieder der Originalstrecke des Ultratrails über die Wangalm zum Scharnitzjoch, ebenfalls ein fordernder Anstieg. Dann geht es hinab über den Hubertushof nach Mittenwald. Von dort führen Trails nach Schloss Elmau. Dieser Abschnitt liegt wieder in der Nacht. Von Elmau geht es kurz und steil zum Wamberg, dann über Forstwege mit ständigem Auf und Ab nach Eckbauer und steil hinab zur Partnachklamm. Der letzte große Aufstieg führt Richtung Hochalm, Alpspitze und Osterfelder Kopf. Der letzte Teil des Anstiegs ist unerbittlich. Steinige Trails führen hinab zum Garmischer Haus. Der Abstieg geht nicht mehr über den steilen und technischen Jägersteig nach Hammersbach, sondern jetzt über steile Forstwege direkt nach Garmisch. Der Zugspitz Ultra Trail startete über die Jahre an verschiedenen Orten und variierte dabei auch die Streckenführung. Auch Startzeiten und Laufrichtungen veränderten sich, wodurch unterschiedliche Abschnitte in der Nacht passiert wurden. Jetzt scheinen Start und Ziel aber stabil in Garmisch zu sein. Der Zut 100 startet am Donnerstag um 20 Uhr, also nicht zusammen mit dem Ultra Trail. Die Teilnehmerzahl ist auf 300 limitiert. Warum die Begrenzung so streng ist, bleibt unklar. Gestartet sind 245 Läufer, von denen 100 in der sengenden Hitze aufgaben. Die Stimmung am Start ist ausgelassen und erinnert ein wenig an den UTMB. Von Garmisch führt die Strecke über Wiesen in der Abendstimmung nach Hammersbach. Durch die geringe Starterzahl gibt es nicht die üblichen Stauprobleme. In Hammersbach geht es in einen gut zu laufenden Trail mit moderatem Anstieg. Jetzt beginnt auch die Sonne langsam zu sinken. Das Tempo der Läufer ist viel zu hoch, was sich für die meisten später rächen wird. Die neue Strecke führt nicht direkt zum Osterfelder Kopf, sondern nach Hammersbach. Dadurch ist der Osterfelder Kopf, wie auch früher, der letzte Aufstieg. In einer Mischung aus Trails und Forstwegen geht es zum wunderschönen Eibsee. Von dort startet direkt ein steiles Stück, der Aufstieg zur Hohen Egg. 4 Kilometer mit 571 Höhenmetern Anstieg, durchschnittlich 13,4% Steigung. Das Terrain ist weitgehend Forststraße. Der letzte Anstieg führt steil über eine Skipiste nach oben. Die Nacht ist wolkenlos und warm. Der aufgehende Mond und die Sterne sind so hell, dass man zumeist keine Stirnlampe benötigt. Die Berggipfel leuchten majestätisch in der Ferne.
Nach einem steilen Abstieg geht es nochmal kurz 120 steile Meter nach oben, bevor man ebenso steil über eine Wiese zur Gamsalm hinunterläuft. Nach der Gamsalm führt der Weg zumeist über Forstwege sowie den Koppensteig Richtung Ehrwalder Alm. Bei Kilometer 23 beginnt der erste große Anstieg auf einer steilen Teerstraße zur Ehrwalder Alm. Ab hier folgt die Strecke dem ehemaligen Zugspitz-Extremberglauf. Der Anstieg beträgt 9 Kilometer mit 1153 Höhenmetern. Nach der Pestkapelle beginnt der steinige und zum Teil matschige Trail im Lichte des Vollmonds. Zunächst geht es über den Max-Klotz-Steig zum Abzweig am Brand auf 2116 Meter. Dann führt ein kurzes Stück steil bergab in einen steinigen Pfad zum Feldernjöchel auf 2041 Meter. Hier verlässt der Kurs die Strecke des Zugspitz-Extremberglaufs und biegt stattdessen rechts ab zum Kotbachsattel. Dieser Streckenabschnitt ist der schönste des gesamten Laufs. Es ist mehr als suboptimal, dass ausgerechnet diese Passage in der Nacht liegt. Das hätte man durch einen früheren Start steuern sollen. Auch den höchsten Punkt, Kotbachsattel auf 2183 Meter, wo man einen spektakulären Ausblick auf die Zugspitze hat, erlebt man nur in völliger Dunkelheit. Nach dem Kotbachsattel geht es kurz steil bergab und direkt wieder bergauf, jeweils rund 300 Meter. Dann führt der Weg weiter über rauschende Gebirgsbäche bis zum Predigtstein. Beim Aufstieg sieht man das Lichtband der Stirnlampen hinter sich, obwohl das Mondlicht eigentlich ausreicht. Es sind bei weitem nicht so viele Stirnlampen wie beim UTMB. Hier zeigt sich die strikte Teilnehmerbegrenzung. Aber es ist doch eindrucksvoll. Das beleuchtete Zelt am Predigtstein bietet ebenfalls einen beeindruckenden Anblick. Auf Höhe des Predigtsteins beginnt der eigentliche Abstieg zur Hemmermoosalm. Dieser beträgt minus 867 Meter auf 6 Kilometer. Der Abstieg beginnt am Südwandsteig über einen steinigen Trail, geht dann aber in einen Forstweg über, bis wieder ein Trail beginnt. Ab der Hemmermoosalm beginnt der neue Streckenabschnitt. Nach 5 Kilometern durch das Gaistal beginnt bei Kilometer 45,5 die nächste Steigung über den Ganghofer Weg. Während man läuft, kann man weit über sich auf der Gegenseite die Stirnlampen in der Wand erkennen. Der Aufstieg zur Niederen Munde auf 2059 Meter ist brutal. 700 Höhenmeter auf nur 2,35 Kilometer. Eine durchschnittliche Steigung von 26,5%. Auf dem beschwerlichen Weg nach oben geht langsam die Sonne auf. Das Feld ist mittlerweile zerrissen und man läuft weitgehend allein, muss sich auf die Navigation konzentrieren. Der Sonnenaufgang ist atemberaubend und entschädigt für die Mühen. Dennoch kann die friedliche Szenerie nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Pfad immer schwieriger wird. Dafür sieht man endlich die schöne Berglandschaft, durch die man 8 Stunden in der Dunkelheit gelaufen ist. Die Blumen am Wegesrand. Erschöpfte Läufer ruhen sich aus und genießen den Ausblick, während die frühen Vögel zwitschern. Die Pastellfarben des Sonnenaufgangs begleiten einen den gesamten Aufstieg, der immer steiler wird. Man braucht erstmals die Hände zum Klettern. Durch die extreme Steigung und die schwierigen Passagen kommt man nur langsam voran. Der Puls ist hoch.
Manchmal weiß man vor lauter Steinen nicht gleich, wo der Weg lang führt. Geröllfelder erschweren das Vorankommen zusätzlich. Je höher man kommt, umso karger wird die Landschaft. Das Licht ist nun zartrosa. Der Ausblick auf der Spitze um 5:30 Uhr am Morgen ist atemberaubend. Links die aufgehende Sonne, rechts der untergehende Mond. Der Abstieg zum Straßberghaus ist ebenfalls steil, minus 871 Meter auf 2,95 Kilometer. Durchschnittliches Gefälle minus 30,4%. Der Steig ist technisch mit Steinen und Wurzeln. Kleine, leicht feuchte Steine bergen Rutschgefahr. Das Tempo bleibt langsam, die Wegbeschaffenheit mühselig. Unterhalb der Baumgrenze wird es leichter, der Trail nun laufbarer. Nach der Verpflegungsstelle Straßberghaus geht es weiter in einem Mix aus Forstwegen und Trails. Ein beständiges Auf und Ab über 15 Kilometer mit 641 Meter Auf- und minus 672 Meter Abstieg. Die Forststraßenpassagen dominieren. Das macht das Vorankommen leichter, senkt aber den Reiz der Strecke. Es gibt aber auch immer wieder lauschige Trailabschnitte. Der nächste Aufstieg beginnt bei Kilometer 66. Es geht über Arzkasten zur Marienbergalm und dann weiter zum Marienbergjoch auf 1789 Meter. Dieser Aufstieg ist weit weniger steil als der zuvor. Auf 6,5 Kilometern überwindet man 772 Höhenmeter, Steigung 11,6%. Ein schöner Bergpfad entlang dem Roßbach mit einigen steilen Abschnitten. Die Marienbergalm ist eine klassische Alm inmitten von saftigen Bergwiesen. Das Marienbergjoch bietet dagegen keine besonderen Highlights. Der Abstieg zur Verpflegung Biberwier ist wieder nicht einfach. Minus 747 Meter auf 4,57 Kilometer. Schön ist dieser Streckenabschnitt nicht. Über Kuhwiesen geht es entlang der Infrastruktur des Jochlifts steil nach unten. Im Wald ist es zunächst rutschig, bis ein langer und steiler Abstieg gerade den Berg hinunter beginnt. Bei Kilometer 83 erreicht man einen breiten Forstweg, der zur Verpflegungsstelle Biberwier im Dormero Hotel führt. Hier kommt man zügig voran. Bei dieser Verpflegung kann man sich umziehen und den vorab deponierten Helm aufnehmen. Den braucht man für eine steile Klettersteigpassage über den Immenzteig. In der sengenden Hitze ist ein geschlossener Helm das Letzte, was man braucht. Bis zum Einstieg in den Steig sind es 4 Kilometer über Forstwege mit rund 100 Meter hoch und runter. Der Aufstieg führt wieder zur Pestkapelle hinter der Ehrwalder Alm, wo man in der Nacht vor dem ersten großen Aufstieg zum Kotbachsattel bereits vorbeigekommen ist. Der Immenzteig ist technisch, mit vielen Wurzeln und Steinen. Später kommt eine seilgesicherte Klettersteigpassage, für die auch der Helm gedacht ist. Der Gesamtanstieg klingt zwar nicht so schwierig, 680 Meter auf 6 Kilometer, 11,2%. Der Immenzsteig ab der Brendalm hat es aber in sich. 350 Meter auf 1,18 Kilometer. Durchschnittliche Steigung 27%. Hier wird es richtig langsam und schweißtreibend. Dann geht es ähnlich steil über wurzelige Passagen weiter bis zur Sebenhöhe. Dann geht es über Trails bis zur Versorgung Pestkapelle. Hier gibt man den Helm wieder ab. Von der Pestkapelle geht es über Forstwege und ein paar Trails über 8,7 Kilometer zurück zur Hämmermoosalm, wo sich die neue Schleife bei Kilometer 89 schließt. Anstieg 170 Meter und Abstieg minus 400 Meter.
Hier beginnt der Aufstieg zum Scharnitzjoch auf 2048 Meter über die Wangalm. 773 Meter auf 5,9 Kilometer, 10,8% Steigung. Das klingt einfacher, als es ist. Der Weg zum Scharnitzjoch ist einer der schwierigeren Abschnitte, zumal er in der sengenden Nachmittagshitze stattfindet. Über wurzelige Trails geht es langsam und mühselig aufwärts. Der Trail zieht sich. Bei der Wangalm, Kilometer 102, durchschreitet man die Baumgrenze. Jetzt wird es noch steiniger und steiler. Die Sonne knallt nun von hinten. Der Puls ist hoch, die Wasserversorgung knapp. Die letzten Meter zum Joch sind besonders steil. Oben auf 2048 Meter angekommen, bietet sich der Blick auf den Abstieg in das Leutaschtal. Der Abstieg in der sengenden Sonne ist herausfordernd. Bis zur Verpflegung Hubertushof sind es minus 998 Meter auf 6,4 Kilometer, minus 16%. Das Terrain ist schwierig. Immer mal wieder braucht man die Hände. Dann wird es einfacher. Das Geröll und die Steigung machen das Terrain aber rutschig. Zwischendurch gibt es immer wieder steinige Passagen, wo man sich abstützen muss. Die Oberschenkel brennen noch vom Aufstieg. Das Vorankommen ist eher mühselig. Auf Höhe der Baumgrenze wird es einfacher, wenngleich die vielen Steine weiter Ausrutschgefahr bieten. Der eigentliche Abstieg beträgt 5 Kilometer mit einem Gefälle von minus 18%. In der Verpflegung Hubertushof gibt es einen verpflichtenden ärztlichen Check. Der Abschnitt durch das Leutaschtal bis Mittenwald ist dann leichter. 9 Kilometer mit minus 330 Meter Gefälle. Danach geht es zunächst auf breiten Forstwegen mit leichten Auf und Ab nach Schanz. Von dort durch die Geisterklamm, von der man aber nicht wirklich viel mitbekommt, nach Mittenwald. Von Mittenwald geht es in den schönen, aber technischen Leutaschtrail zum Färchensee. Die abnehmenden Lichtverhältnisse erschweren die Navigation. Das technische Terrain ist herausfordernd. Am Färchensee kann man dann den Sonnenuntergang genießen. Dann geht es rund 4 Kilometer auf leicht welligen Forstwegen nach Schloss Elmau. Nur der letzte Abstieg nach Elmau ist wieder ein kurzer, steiler Trail. Das Schloss selbst sieht man nur schwach beleuchtet in der Dunkelheit. Nach ein paar einfachen Metern folgt eine kurze, aber steile Steigung über die Elmauer Almhütte zum Wambergsattel auf 1304 Meter. 319 Meter auf 3,3 Kilometer, 9,2%. Von dort geht es 3 Kilometer mit etwa je 100 Höhenmetern auf und ab am Brauneck vorbei nach Eckbauer. Es geht einen Forstweg entlang, der bei Tag eine schöne Aussicht bieten würde, ansonsten aber eher unspektakulär ist. Nach der Eckbauer Alm geht es einen sehr steilen, aber kurzen Trail hinab in die Partnachklamm. Der Abstieg sind minus 362 Höhenmeter auf 1,7 Kilometer, minus 21,5%. Andere Läufer sieht man jetzt meist nur in kleinen Gruppen, die sich zusammengefunden haben, um die Navigation zu erleichtern. Auch wenn die Strecke gut ausgeschildert ist, gibt es keine reflektierenden Marker, die sich leicht erkennen ließen. Dann geht es 800 Meter extrem steil hinauf zur Partnachalm. Danach geht es über den Hohen Weg, einer breiten Forststraße zur Laubhütte. Von dort geht es 1060 Meter hinauf zum Osterfelder Kopf bzw. der Bergstation Alpspitze auf 2033 Meter. Die durchschnittliche Steigung auf den 6,4 Kilometern beträgt 17,4%.
Hier geht es 34% aufwärts, in schier endlosen Serpentinen. 400 Höhenmeter auf 900 Metern. Tagsüber hat die Running Community Nomads hier die sogenannte Segapa Cheering Zone errichtet. Eine Referenz an das berühmte Segama-Rennen in Spanien, wo tausende Fans traditionell eine Festivalatmosphäre erzeugen. Nach dem Ende der steilen Trailpassage biegt man auf einen Forstweg ein, den man weiter nach oben über die Hochalm zum Osterfelder Kopf folgt. Die Rampen sind brutal steil. Es geht weiter mit über 25% Steigung nach oben. Die aufgehende Sonne zeigt sich dann aber pünktlich um 5 Uhr morgens zum Erreichen der Spitze und taucht die Berglandschaft in einen magischen Schimmer. Der finale Abstieg ist der längste des ganzen Rennens. Minus 1400 Meter auf 11,2 Kilometer, minus 11,8%. Zunächst geht es über steile technische Trails in der Schleife zurück bis zur Cheering Zone, die in diesen frühen Morgenstunden immer noch verlassen ist. Dann geht es über Forstwege entlang der Kreuzalm bis zur Verpflegungsstelle Kreuzeck weiter nach unten in Richtung Garmisch. Wer hier noch gute Beine hat, kann es fast bis runter ins Ziel rollen lassen. Die Sonne brennt aber bereits um 7 Uhr morgens heiß und die hohen Temperaturen auch durch die Nacht begünstigen das Entstehen von Blasen. Fast am Ende des Abstiegs folgt noch eine kurze Unterbrechung des Laufflusses durch eine steile Passage mit Stufen. Danach geht es dann aber die letzten 2,5 Kilometer über Asphalt ins Ziel, wo um 8 Uhr morgens nach 35 Stunden und 45 Minuten noch keine Zuschauer zugegen sind. Im Vergleich zum UTMB oder dem ein paar Jahre früher inaugurierten KAT 100 ist der ZUT 100 einfacher. Die beiden anderen genannten Läufe haben mehr als 170 Kilometer und über 10.000 Höhenmeter. Auch technisch sind sie härter. Das zeigt sich an der Cut-Off-Zeit. Während UTMB und KAT 46,5 bzw. 48 Stunden Zeitlimit haben, sind es beim ZUTO 42 Stunden.